Ja, wenn handwerkliches Können und über 130 Jahre Erfahrung als Wurst- und Schinkenmacher auf pure Begeisterung für pflanzliche Ernährung treffen, dann kann einfach nur was Gutes bei rumkommen. Und heute, da ist es endlich soweit. Wir präsentieren im TFB Talk die neuen Billy Green Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen grünen Ausgabe vom TFB Talk mit The Plantly Butchers. Ja, und in dieser Sendung, da haben wir ein ganz besonderes Special für euch vorbereitet mit veganen Produkten, die es so noch nie gab. Film ab! Wir haben lange und hart daran gearbeitet, innovative pflanzliche Produkte herzustellen, die unsere KonsumentInnen vollkommen überzeugen werden. Dabei haben wir keine Mühen gescheut, um das beste Genusserlebnis zu schaffen. Lecker und vegan, das geht beides bei uns. Was für ein Auftakt. Und der Geschäftsführer von The Plantly Butchers ist jetzt bei mir, Sven Wicken. Hallo. Hallo Maxi, schön, dass ich wieder da sein darf. Wir freuen uns auch echt mega, denn das ist so eine besondere Sendung, der Launch der neuen Billy Green Produkte. Wir haben echt lange jetzt drauf hingefiebert. Ich glaube auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie stolz bist du denn jetzt? Also ich kann das kaum in Worte fassen, ich bin mega stolz. Wir haben in den letzten Monaten so viel daran gearbeitet, dass die Produkte und die Marke so sind, wie wir sie heute sehen und ab heute auch im Handel kaufen können. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, beim Team, das die letzten Monate wirklich wahnsinnig intensiv gearbeitet hat, viele, viele Tage, aber auch die eine oder andere Nacht, muss ich ehrlich sagen, verbracht hat, um die Produkte zu der Qualität zu bringen, die sie heute sind. Und ab heute kann man sie kaufen. Und dafür möchte ich mich auch bei den Externen bedanken, Beratern und Verbrauchern, die mit Begeisterung, aber eben auch mit dem Quäntchen Kritik dafür gesorgt haben, dass wir immer noch eine Nuance besser geworden sind. Und in dieser ganz besonderen Sendung, da wollen wir herausfinden, was man alles Tolles mit den neuen Billy Green Produkten in der veganen Küche anstellen kann. Sollen wir losstarten? Ja klar, lass uns sofort anfangen. Das Besondere an allen unseren Produkten ist, dass die echte Basis der Produkte Weizengluten ist und nicht wie bei vielen Wettbewerbern einfach nur Wasser. Alle unsere Produkte haben keine Konservierungsstoffe, keine Verdickungsmittel und keine Farbstoffe. Und unsere Salami, die wir hier sehen, eignet sich am besten auf Panini, auf Brot, auf Pizza oder vielleicht einfach mal so aus der Hand. Die Salami hat einen höheren Proteingehalt als die tierische Salami und weniger Salz. Und natürlich ist sie frei von Konservierungsstoffen und frei von Verdickungsmitteln. Ja, und das Wichtigste ist, sie schmeckt ja auch noch unfassbar gut, denn ihr habt so ein ganz besonderes Räucherverfahren. Etwas, das diese Salami mit Sicherheit auch sehr einzigartig macht. Allerdings, es ist nicht euer einziges Produkt. Nein, es gibt noch eine ganz besondere Pfeffersalami, richtig? Die Pfeffersalami hat zusätzlich geschroteten Pfeffer integriert und ist auch im Leintuch gereift und nach traditionellen Verfahren geräuchert. Und mit dieser Pfeffersalami wird es uns gelingen, auch überzeugte Meat Lovers zu begeisterten Käufern und Konsumenten unserer Produkte zu machen. Last but not least, eine Salami, die es so bislang nicht zu kaufen gab. Eine vegane Salami am Stück, richtig? Auf diese vegane Salami am Stück bin ich besonders stolz. Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, innovative Produkte in den Markt zu bringen. Und so eine Salami gibt es noch nicht. Die ist im Leintuch gereift, wird auch im Leintuch an den Kunden ausgeliefert und kann von dort aus direkt verzehrt werden. Das heißt, jeder kann sich von dieser Salami sein eigenes Stück abschneiden. Ich bin so beeindruckt und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mal sehen, ob das den Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Billy Green Food Truck genauso geht. Genau das finden wir jetzt mal raus. Herzlich willkommen an unserem Billy Green Food Truck und an unserer Chill-Out Area. Wir sind mit unserem Food Truck an verschiedensten Orten in Deutschland unterwegs und bieten unsere veganen Produkte auf leckeren Gerichten wie Sandwich, Panini oder einem Flammkuchen an. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor.
Wir testen mal unsere vegane Salami und fragen die Konsumentinnen. Also, auf geht's. Super. Hammer. Hammer, oder? Was du, das ist eine vegane? Sehr nah dran. Sehr nah dran, ne? Sehr gut. Ja. Wirklich sehr gut. Das ist richtig gut, dass es endlich auch Alternativen dafür gibt und ich nicht immer nur das alte Käsebrot essen muss. Und schmeckt wirklich gut, ja. Bin überrascht. Eigentlich ist nicht viel Unterschied. Ja, also das ist schon schwer irgendwie da einen Unterschied festzustellen. Ja, ist gut. Und sicherlich der bessere Weg in der Zukunft, sich vegan zu ernähren. Gut, aber ich mag es würziger. Mit Pfeffer ist besser. Also kommt einer Wurst sehr, sehr nah. Also da wäre ich jetzt auch gerne, um am liebsten alle Produkte gleichzeitig zu probieren. Allerdings vorher, da haben wir hier in der Sendung hier noch ein besonderes Highlight, denn es gibt noch mehr Billy Green Produkte und der CEO von den Family Foods, Hans-Ewald Reinert, ist jetzt bei mir. Hallo. Ja, hallo Maxi, schön wieder hier zu sein. Was habt ihr denn noch für Highlights, außer der Salami? Neben der Salami haben wir noch eine weitere tolle Produktinnovation, die ich heute den Verbraucherinnen vorstellen möchte. Unsere veganen Schinkenwürfel. Die sind fantastisch im Geschmack. Echter Fleischgeschmack, könnte man meinen. Eine leichte, angenehme Salz- und Rauchnote und ein kleines Prieschen Knoblauch, was dem Produkt ein fantastisches Aroma gibt. Und wenn man unsere Schinkenwürfel anbrät, dann haben sie eine wunderbare Bräunung und feste Konsistenz im gebratenen Zustand. Echt knusprig und lecker. Bekommen wir denn auch eine kleine Kostprobe? Ja, natürlich. Lass uns mal probieren. Sehr gut, das wollte ich hören. Oh, endlich probieren. Großartige Sache. Also die Schinkenwürfel, die sind jetzt hier mal vorbereitet. So, und greift zu. Ich bin sehr gespannt, Sven. Ja. Ihr wisst ja schon, wie es schmeckt. Und? Super. Schmeckt immer wieder super. Oh, Leute. Richtig gut. Ganz ehrlich, Leicht rauchig, mild. das ist doch ein Flachs. Jetzt. Also ihr veräppelt mich doch. Das sind doch echte Schinkenwürfel. Nein, sind es nicht. Sie schmecken einfach nur so, aber sie bestehen komplett aus pflanzlichen Produkten. Ich habe so etwas noch nie im Leben gesehen im Supermarkt. Schinkenwürfel, die vegan sind. Ja, es gibt auch noch keine Schinkenwürfel, die vegan sind im Markt, erst seit heute. Und das ist das Besondere daran. Sie sind, wie wir gesagt haben, frei von Zusatzstoffen, frei von Konservierungsstoffen und frei von Farbstoffen. Und das Besondere, das möchte ich gerne noch mal zeigen, worauf ich auch echt mega stolz bin, ist unsere 3-Kammerschale. Das heißt, man kann sich aussuchen, mache ich eine auf mit 30 Gramm oder 2 mit 60 oder 3 mit 90 Gramm. Das ist auf jeden Fall sehr bequem und dadurch hält es ja auch länger, oder? Genau, ich habe weniger Abfall, den ich wegschmeißen muss, weil ich vielleicht nicht alles verbrauche und auf einmal aufreiße, sondern ich kann mir das einteilen. Sehr nachhaltig. Ja, was sehr praktisch ist, vielleicht darf ich das noch kurz erwähnen, ist, dass wir hier auch immer das MAD haben, sodass du auch immer weißt im Kühlschrank, wie lange das Produkt noch verzehren darfst. Das finde ich euch ganz praktisch. Es ist super praktisch, es schmeckt sehr gut. Wie sieht es denn mit den Nährwerten aus? Ja, unsere Billy Green Produkte sind 100% pflanzlich, haben nur natürliche Zutaten. Also keine Konservierungsstoffe, keine E-Nummern, ja, wo man ja immer mehr auch mit konfrontiert wird und auch draufschauen sollte auf die Packung. Und unsere Salamisorten sind schonend gereift und nach einem Rauchverfahren fantastisch geräuchert, sowie auch richtige Salami. Ich habe gerade mal auf die Zutatenliste gespingst, ja, und ich bin echt positiv begeistert. Das ist eine Zutatenliste, da stelle ich das Produkt nachher nicht wieder weg, sondern da kriege ich richtig Lust drauf, das zu probieren. Keine E-Nummern, sondern einfach, ja, natürliche Zutaten. Also das hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert, bis wir das so hingekriegt haben. Das ist nicht einfach, das ist wirklich auch Wurstkunst, wenn man so sagen will. Also handwerkliches Können und da sind wir auch stolz drauf. Wurstkunst,
die auch beim Proteingehalt sich nicht verstecken muss, oder? Nee, überhaupt nicht. Wir haben bei den Schinkenwürfeln einen Proteingehalt von fast 36%. Und bei der Salami von 33%. Sind da also deutlich besser als eine tierische Salami zum Beispiel. Und auch besser als viele der Wettbewerbsprodukte. Also weit über das, was auch üblicherweise im Moment im Wettbewerb da ist. Da sind wir natürlich auch stolz, weil Protein ist schon wichtig. Und jetzt haben wir hier so viele vegane Produkte auf dem Brett liegen, die jetzt bald in den Supermärkten sein werden, die es vorher so noch nie gab. Und ihr legt noch einen drauf, richtig? Ja, also heute soll ja keiner leer ausgehen. Wir haben noch eine weitere Innovation, nämlich Bacon in Scheiben. Bacon in Scheiben. Also das hier ist vegan. Ja, das ist vegan. 100%ig pflanzlich. Habe ich auch so noch nie gesehen. Veganer Bacon im Supermarkt. Gibt so auch noch nicht im Supermarkt, erst seit heute mit Billy Green. Veganer Bacon, das ist so eine irre Geschichte. Ich will unbedingt wissen, ob es schmeckt oder nicht. Wir machen noch eine Verkostung und dafür haben wir zwei ganz besondere Gäste jetzt hier in der Sendung. Daniel Antes ist da. Food- und Nachhaltigkeitsexperte, Speaker, Autor und, er sagt selber, Sustainability Ninja. Also er ist gegen Lebensmittelverschwendung. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Zora Klipp ist da. Du bist bekannt aus dem Fernsehen, TV-Köchin. Seit über 10 Jahren arbeitest du als Köchin. Du hast ein eigenes Café in Hamburg, 3 Kochbücher veröffentlicht, eine eigene Gewürzlinie. Du bist auf jeden Fall sehr engagiert, wenn es um gutes Essen geht. Das stimmt, ja. Sehr gut. Also schön, dass du da bist. 2 ausgesuchte Experten, um mit uns über diese Innovation zu reden. Bacon, veganer Bacon. Was würdet ihr sagen? Wie sieht er aus für euch? Ich finde, er sieht extrem ansprechend aus. Man hat schön diese Fettstreifen, die sich da durch den Bacon schlängeln. Es ist natürlich nicht das Original, das ist ganz klar, aber das muss es ja auch nicht sein. Es sieht trotzdem total appetitlich und einfach so aus, als ob man das unbedingt mal probieren möchte. Deswegen freue ich mich auch schon, dass wir da gleich was essen dürfen. Das tun wir auch gleich, genau. Was sagt ihr denn, wie sieht der Bacon aus im Vergleich zu normalen Bacon? Er mutet speckig an, sag ich mal. Bei der Farbgebung war ich am Anfang ein bisschen irritiert, weil es nicht dieses klassische Weiß ist, was man von dem schweinischen Pendant kennt. Das ist ein bisschen gelb, der Fettrand. Genau. Ne? Was sagst du? Nichtsdestotrotz sieht es natürlich super ansprechend aus. Es kommt dem Original wirklich sehr nah. Wie gesagt, die Farbnuancen sind ein bisschen anders, aber ich denke mal, das hat auch seinen Grund. Ansonsten freue ich mich schon, wenn wir das gleich probieren dürfen, weil es wirklich einfach sehr ansprechend aussieht. Ja, also in der Tat. Wir haben hier einen etwas gelblichen Fettrand oder speckigen Rand, wie wir eben schon gehört haben von Daniel, der natürlich so ein bisschen die Optik des klassischen Bacons vom Schwein so ein bisschen auch dem näher kommen soll. Wir haben uns überlegt, wir bleiben dabei. Warum? Also warum setzen wir kein Bleichmittel ein? Wir hätten auch ein natürliches Bleichmittel einsetzen können, um da weißer zu werden. Aber wir haben gesagt, der Geschmack ist wichtig. Und wir wollen auch keine Zusatzstoffe haben. Deswegen sind wir so geblieben. Und wir finden, das ist nach wie vor ein fantastisches Produkt. Sicherlich etwas eigenständig, aber ich denke, das kann richtig zur Marke werden. Sehr gut. Also der Geschmack hat oberste Priorität. Dann lassen wir es mal drauf ankommen, Sehr oder? gerne. Hunger haben wir mitgebracht. Ja, nicht zu wenig. Bitte schön, greift zu. Vielen Dank. Dankeschön. Noch warm. Für euch auch. Okay. So. Vielen Dank. Bitte schön. Und 3, 2, 1, los geht's. Schmeckt das wie normaler Bacon? Oder sagt ihr, nee, Moment mal, Besser. besser? Ja. Daniel, was sagst du? Wie schmeckt's dir? Also zum allererst ist es natürlich eine sehr schmeichelhafte Komposition mit dem Käse, mit dem Tomatensogu, mit dem Panino. Das passt sehr gut zusammen, aber man schmeckt den Bacon raus, gerade weil er die härtere Struktur hat von all den Belegen. Deswegen hat man ihn direkt auch auf der Zunge. Aber dieser Crunch auch mit diesem rauchigen, salzigen Aroma, ich vermisse nichts gerade, ehrlich gesagt. Schmeckt echt gut, Ja, oder? finde ich auch. Mir Gerade dieses Würzige, was durchkommt. Ein Hauch von Knoblauch ist noch dabei. Es ist wirklich insgesamt, es macht wirklich Lust, weiter zu essen. So, und darum geht es ja letztendlich irgendwie. Es ist wirklich einfach extrem lecker. Beißt ruhig noch mal rein, lasst es euch schmecken. Ihr dürft auch gerne noch mal zugreifen. Wie schafft ihr das? Mit überwiegend natürlichen Zutaten und ohne E-Nummern. Wir haben natürlich sehr lange in der Produktentwicklung darauf hingearbeitet. Es waren viele Prozesse und Tage und Nächte, in denen wir daran gearbeitet haben, das Produkt einfach noch besser zu machen, um an diesen Geschmack ranzukommen. Und das mit natürlichen Zutaten, ich denke, das ist wirklich eine Innovation, die es so im Markt einfach noch nicht gibt. Last but not least,
Würdet ihr zugreifen im Supermarkt? Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Fan sowieso von veganen Ersatzprodukten und freue mich immer, wenn es da noch bessere, noch innovativere und noch attraktivere Produkte gibt. Von daher auf jeden Fall. Ich glaube auch. Also ich bin großer Fan der italienischen Küche und es gibt ja einige Pasta-Gerichte, da hat man gerne Bacon dabei oder Pancetta, wie es die ItalienerInnen nennen. Und ich sehe das sehr gut in der Carbonara auch verwendet. Deswegen. Das ist ein total gutes Stichwort und jeder nickt gerade zustimmend. Woher nehmt ihr eigentlich eure Inspiration? Wir haben ja erstmal unsere klassischen Wurstwaren vor Augen natürlich als klassische Metzger, die wir jetzt auch nachempfinden wollen. Aber wenn man mal weitergeht und weiterdenkt, dann wird Billy Green sich von der Welt in Anführungszeichen inspirieren lassen. Von den Produkten, die es überall gibt, vegan hergestellt und die wir sozusagen in die Heimat bringen und mit echter Handwerkskunst und regionalem Flair sozusagen auf Billy Green trimmen und dann eben rein pflanzlich, 100% pflanzlich, zusatzstofffrei unseren Verbrauchern anbieten. Also Inspiration ist ganz wichtig dabei. Und das müssen nicht nur Fleischersatzprodukte bleiben, muss ich dazu sagen. Es kann auch was ganz Neues sein, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, aber eben vegan und frei von Zusatzstoffen. Und funktioniert das dann letztendlich auch in der Gastronomie? Wie sehr sind da vegane Produkte schon akzeptiert, Zora? In der Stadt glaube ich auf jeden Fall mehr als noch auf dem Land. Da merkt man auf jeden Fall, dass wir dem da schon etwas weiter voraus sind. Aber bei uns jetzt beispielsweise in Hamburg, da ist die Nachfrage extrem. Also wir sind mitten im Hotspot, sage ich jetzt mal, mit unserem Café. Und wenn wir mittags vegane Bolognese anbieten oder veganen Speck zum Frühstück, dann werden die Leute verrückt. Also das ist ein Brenner auf jeden Fall. Das läuft. Sind denn vegane Wurst- und Fleischalternativen wirklich schon bei den Verbrauchern angekommen? Daniel, du kannst uns da mehr darüber erzählen, denn du forschst ja auch auf dem Bereich. Sind sie, definitiv. Es ist schon ein quasi Markt, der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und es ist ein stark wachsender Markt. Also 2- bis 3-stellige Wachstumszahlen zeigen eigentlich nur, dass da sehr viel passiert gerade. Da wird viel investiert, aber eben auch viel angenommen von den VerbraucherInnen, weil so gesehen, Essen funktioniert immer in Deutschland zwischen Genuss, Ethik, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und im besten Fall können wir alle 4 Sachen abhaken. Und mit so Produkten, die wirklich dann auch schmecken, aber einen Mehrwert haben für die Umwelt als auch für die eigene Gesundheit, glaube ich, liegt man da schon sehr richtig. Dementsprechend würde ich sagen, das kommt sehr gut an. Aber würdest du denn tatsächlich sagen, dass so ein Produkt jetzt wirklich auch bei der Umstellung unserer Ernährung von Vorteil sein kann? Definitiv. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass man gar nicht über Veganismus Ja oder Nein sprechen sollte, sondern eher, wie können wir den Fleischkonsum generell reduzieren. Und da sind wir bei einer vorwiegend pflanzenbetonten Ernährung. Und da helfen so Produkte gerade eben auch bei der Transformation. Also wenn ich weiterhin Fleisch essen will, aber häufiger eben auch mal eben nicht, dann können mir solche Produkte helfen, das auch genussvoll zu tun. Wohl wissend, dass ich einen ökologischen oder die eigene Gesundheit betreffenden Impact leisten kann. Und dementsprechend glaube ich, die Wahrheit liegt immer im Dazwischen. Es ist selten in den Extremen. Also die Baconscheiben als Gamechanger. Ich glaube, ihr habt 2 Fans. Absolut. Und es werden mit Sicherheit nicht die einzigen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr probiert habt. Wollt ihr noch mal? Unbedingt. Gerne. Ja, gut, alles klar. Bedient euch, lasst es euch schmecken. Dankeschön. Euch natürlich auch vielen, vielen Dank. Ja, und ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, was jetzt mein Favorit ist. Ist es der Bacon, ist es die Schinkenwürfel oder die Salami? Und wenn es euch jetzt genauso geht, gar kein Problem. Dann schaut doch einfach bei euch im Supermarkt vorbei und probiert 100% pflanzenbasierte Produkte von Billy Green mit einer unglaublichen Geschmacksintensität. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Tschüss.